Hey Leute und willkommen zurück zu Java und gleichzeitig Logik, was ziemlich geil ist. Ja, heute gibt es ein großes Special und zwar werden wir heute unseren eigenen Sudoku-Solver programmieren. Dazu braucht man lediglich dann am Ende noch seine Variablen eingeben und schon wird der Solver alles ausspucken, was da so eine Lösung drin ist. Also in einer Sekunde oder so habt ihr ein komplettes Sudoku gelöst, außer ihr braucht Ewigkeiten zum Eingeben. Aber das ist was anderes. Ja, wir fangen an und zwar brauchen wir ein Package. Das finden wir im Internet. Und zwar unter SAT4J, ich habe es ja gerade mal aufgemacht. Hier einfach SAT4J und dann Products und da findet ihr dieses SAT4J Core. Das reicht völlig aus für das meiste oder eigentlich für alles. Ja, wir werden das benutzen und das liefert euch halt so eine wunderschöne kleine Jar-File, die ihr runterladen könnt. Hier einfach auf Download klicken, die ZIP entpacken und fertig seid ihr. Also ziemlich geil. Und was das Ganze macht, ist im Prinzip der DPLL-Algorithmus, den, wo ich euch letztes Mal gezeigt habe. Und das heißt, ihr müsst hier eigentlich nur noch diese ganzen Klauseln reinpacken. Entschuldigung. Und der DPLL-Algorithmus wird für euch automatisch ausgeführt. Und da ich den nicht auch noch mit euch machen wollte, weil den kennt ihr ja schon, habe ich das jetzt mal gedacht, machen wir so. So, was wir machen ist Build Path und Add External Archive, dann dorthin navigieren, wo ihr seid. Das sind übrigens alles Java-Projekte, die ich euch schon gezeigt habe, was ziemlich enorm viele sind, fällt mir gerade so auf. Ja, hier haben wir dieses org.sat4jcore.jar und jetzt können wir auf alles zugreifen, was wir wollen. So, und jetzt können wir anfangen mit Coden. Also, was wir als erstes brauchen, ist folgendes. Wir wollen einen Solver erstmal initialisieren, logischerweise. Und dazu sagen wir Solver, wobei wir den noch außen brauchen. Also schreiben wir hier erstmal den Public. Ich mache alles wieder mal static, kein schöner Entwurf und alles, sonst würde sich das Video unnötig in die Länge ziehen. Es soll fix und ja, gut sein. Public Static iSolver, Solver, und den Solver müssen wir importieren von, da wird es schon eigentlich angezeigt, genau. So, und jetzt sagen wir hier, okay, der Solver ist gleich Solver Factory .new default. Und schon sind wir eigentlich soweit, dass wir den benutzen können. Jetzt müssen wir ihm nur noch sagen, okay, wir wollen jetzt die Variablen wollen wir einfach mal setzen. Und zwar sagen wir, wir nehmen gerne mal alle Variablen, die du uns so geben kannst. Warum drücke ich denn heute immer auf den Hashtag? New var und dann sagen wir hier einfach max var, wobei ich max var bei mir eigens definiert hatte, aber wir können ja einfach eine riesige Zahl nehmen, sowas wie 1 Million. Was das macht ist, wir kriegen jetzt von dem Solver 1 Million Variablen zur Verfügung. Und 1 Million Variablen sind verdammt viele, möchte man meinen, aber wir werden tatsächlich über 1000 Stück haben, glaube ich. Nee, nicht über 1000, aber wir werden ziemlich viele haben. Ihr könnt gerne mal nachrechnen, wie viele wir genau haben. Und ja, was wir auch noch brauchen ist, wir müssen ihm sagen, wie viele Clauses also wie viele Klauseln wir tatsächlich dann benutzen. Und Klauseln sind, ihr erinnert euch an diese Schreibweise, an die Klauselschreibweise, das war die ganze Formel, also f gleich das hier. Und innen drin gab es verschiedene Klauseln, zum Beispiel P, Q, R, alle verodert, also P oder Q oder R. Und dann kam die nächste Klausel, keine Ahnung, nicht P, Q, E, R, was weiß ich. Hier halt dann noch diese anderen Klauseln. Wenn ihr diese Schreibweise nicht kennt, dann schaut am besten vorher mal meine Videos zum Thema Logik noch an. Dort erkläre ich das genauer. Das ist jetzt eine KNF, die dieser Solver hier von uns fordert. Und wenn ihr nicht wisst, was eine KNF ist, dann habt ihr Schwierigkeiten wahrscheinlich hier gleich zu folgen. So, jetzt sagen wir hier also solver.set expected number of clauses und da sagen wir einfach mal, okay, wir hätten gerne 500.000. Nur damit er ungefähr weiß, wie viele Clauses wir haben. Wir haben nicht ganz so viele, aber wir haben schon einige. So, und ja, jetzt fangen wir mit der Logik dahinter an. Also, wie ist denn ein Sudoku aufgebaut? Dazu kommen mal wieder meine berühmt-berüchtigten Zeichenkenntnisse zum Vorschein. Und zwar ist das hier unser wunderschönes Sudoku. Es ist fast perfekt quadratisch, wie man sehen kann. Und ja, hier sind die dicken Balken, die auch perfekt nach unten gehen. Alles sehr symmetrisch, wie man sehen kann, logischerweise. Ich würde euch ja nichts vorsetzen, was nicht perfekt symmetrisch ist. So,
Und das sind quasi diese Blöcke. Und wir kennen, glaube ich, die meisten von euch kennen Sudokus. Ich mache jetzt... Oh, ups, das wollte ich nicht. Ach, Mano. Böses Paint. Okay, jetzt will ich aber einen schmäleren Strich. So. Ich zeichne das mal kurz fertig. So, das war jetzt quick and dirty. Es ist nicht schön, aber es ist selten. Und vor allem ist es dazu da, um euch das Zeug zu erklären. Und ich habe auf jeden Fall keine Copyright-Probleme mit dem Ding. Gut. Also, was wir haben, ist folgendes. Wir haben bei einem Sudoku in jeder... Jetzt brauche ich den Pinsel. Da. In jeder Zeile haben wir hier jede Zahl von 1 bis 9 einmal. In jeder Spalte haben wir hier Zahlen 1 bis 9 einmal. Und was wir auch noch haben, ist hier drin, in jedem Block haben wir die Zahlen 1 bis 9 einmal. Und was wir auch noch haben, und das vergisst man ganz gern, und dazu nehme ich jetzt einfach mal die hier in der Mitte, in einem Feld kommt jede Zahl von 1 bis 9 genau einmal vor. Also es kann nicht in einem Feld mehr als eine Zahl drin stehen. Und da war die Farbe braun vielleicht schlecht gewählt. Ich brauche irgendwas, was ich dann nachher auch... Ach, egal. Ja, und wenn wir uns das so vorstellen, dann sind es im Prinzip 4 Funktionen, die man sich so überlegen könnte. Also wir sagen zuerst einmal, okay, in jedem Feld kann nur eine Zahl drin stehen, nämlich entweder die 1, die 2, die 3 und so weiter oder die 9. Und nichts davon kann, also es kann nur eine davon drin stehen. Und dann sagen wir hier, in jedem Block, in jeder Zeile, in jeder Spalte kann jede Zahl nur einmal vorkommen. Okay, also was das bedeutet, ist folgendes. Wir gehen wieder zurück auf unseren Java. Da. So, also sagen wir hier, okay, ich hätte gerne für jede Zeile folgendes. Also für jede Zeile heißt forint, ja, ich mache es mit i. Forint i gleich, Achtung, ich fange bei 1 an, nicht bei 0, weil ich hier die Zeile mit 1 andeuten möchte. Warum, werde ich euch gleich noch erzählen. I kleiner gleich, Achtung, wir haben 9 Zeilen und wir möchten jede Zeile haben. Das heißt, wir laufen durch jede Zeile einmal durch. Und dann geht es weiter. Wir möchten auch noch für jede Spalte durchlaufen, also wirklich jedes einzelne Feld hier haben. Also wir gehen durch jedes Feld durch. Also für jede Spalte forint j gleich 0. Ups. J kleiner gleich... Nein, verdammt, ich fange hier auch wieder bei 1 an. Das ist so ein Reflex mittlerweile, 0 zu tippen. Und hier kommt ein kleiner gleich hin, nicht ein echt kleiner. Das ist auch ganz komisch gewesen für mich hier, aber es funktioniert einfach viel, viel besser, wenn man es so rum macht. Beziehungsweise anders funktioniert es fast gar nicht. Und man muss sich verrenken. So, und jetzt sagen wir hier, okay, alle Felder haben nur eine Belegung. So, ich möchte mit euch jetzt erstmal kurz das Programm so layouten, weil so wird es dann viel, viel eindeutiger. Wenn jetzt jedes Feld, also wir sind ja hier innen drin, I und J geben mir ein eindeutiges Feld zurück. Wenn ich in jedem Feld nur eine Zahl haben kann, dann sage ich hier int k für die Zahl gleich 1. Die Zahlen gehen von 1 bis 9 durch, also k kleiner gleich 9 wieder und k plus plus. Okay, so und hier drin mache ich dann was. To do. So, genau, jetzt machen wir weiter und sagen hier, okay, ich werde jetzt einfach hier diese Bezeichnung beibehalten. Zeilen sind i, Spalten sind j und die Zahlen hier sind k, okay? Gut, dann machen wir weiter. Und sagen, okay, ich möchte, also das war jetzt der Fall hier, der braune Fall. Das heißt, in jedem Feld kann nur eine Zahl von 1 bis 9 einmal vorkommen. Und das wird übrigens ein saulanges Video, es tut mir furchtbar leid, wir sind jetzt schon bei 9 Minuten. Und ich habe noch nicht mal annähernd die Hälfte, aber egal. Ist auch ein Special so ein bisschen, deswegen ja. Okay, jetzt wollen wir den nächsten Fall machen. Und zwar in jeder Zeile... Oder sagen wir zuerst die Spalten. In jeder Spalte hier kommt jede Zahl, also 1 bis 9, nur einmal vor. Gut, das bedeutet, wir müssen wiederum durch alle Zeilen durchiterieren. Also sagen wir so. Wir sagen wieder in jeder Zeile forint i, Achtung, i waren die Zeilen, int i gleich 1, i kleiner gleich 9,
i++, so langsam ist langweilig, wa? Es hat einen relativ eingehenden Charakter, das Ding irgendwie. Also für jede Zeile, ups, Zeilke, was ist heute wieder los mit dem Tippen? So für jede Zeile, jede Zahl genau einmal, also for int k gleich 1. Das ist jetzt die Zahl hier. K ist wieder die Zahl. Das heißt, ich habe die quasi gerade vertauscht. Also übrigens noch ganz kurz zu diesem ganzen Programm. Das ist weder effizient geschrieben, noch irgendwas anderes. Es ist so geschrieben, dass ich euch das vernünftig erklären kann. Ja? Also man kann da dran Optimierungen machen und so weiter, aber ich glaube, 1 Sekunde für ein Sudoku zum Lösen ist trotzdem in Ordnung. Und ihr könnt es gerne optimieren, wenn ihr wollt. So, also jede Zahl kommt nur einmal vor, und zwar in jeder Spalte. Jetzt haben wir hier Spalte. For int j, jetzt steht das j ganz innen übrigens. J gleich 1, j kleiner gleich 9, 9, j++. So, und jetzt wird es langsam tatsächlich langweilig. Jetzt sagen wir auch noch, ich möchte das, also jetzt haben wir gerade den Fall gemacht, wir gehen durch alle Zahlen durch alle Zeilen, also wir gehen so durch, und jedes Mal, wenn wir so durchgehen, gucken wir nach jeder Zahl und nach jeder Spalte. Also haben wir im Prinzip diesen roten Fall hier durchgearbeitet. Jetzt wollen wir den grünen Fall machen, der ist nämlich ziemlich ähnlich zu dem roten, und der blaue Fall, den machen wir am Schluss, der ist ein bisschen schwerer. Okay, also der andere Fall, der grüne Fall hier, ist jetzt, dass ich durch jede Spalte durchiteriere, also int j gleich 1, j kleiner gleich 9, j++, also in jeder, ich schreibe es wieder hierher, Spalte. Und zwar jede Zahl von 1 bis 9 kommt genau einmal in jeder Zeile vor. Also sagen wir hier wieder, Zahl for int k gleich 1, k kleiner gleich 9, k++. Und hier drin sagen wir jetzt, okay, wieder für jede Zeile. Also for int j, so wer jetzt aufgehört hat aufzupassen, weil es irgendwie langweilig war, jetzt könnt ihr wieder zuhören, jetzt wird es gleich wieder sehr interessant. Gut, jetzt machen wir die Blöcke, dann haben wir die grobe Struktur von dem Ganzen. Ihr seht, das sind einfach 3 bzw. nachher 4 Vorschleifen. So, also die Blöcke teilen wir auf. Blöcke sind ja, es gibt 3 Blöcke, also ein Block, 2 Block, 3 Blöcke in jeder Zeile und 3 Spalten von Blöcken und 3 Zeilen von Blöcken, so rum. Und jeder von diesen Blöcken hat wiederum 3 auf 3 Felder, das heißt 9 Felder. Deswegen sagen wir hier, okay, wir gehen erstmal durch alle Blöcke durch, also durch alle Blöcke in der horizontalen, Blöcke in der horizontalen, okay, und jetzt sage ich hier einfach mal int i gleich 0. Wir können hier die ganze Definition nicht so lassen. Achtung, wir fangen hier jetzt bei 0 an und wir gehen tatsächlich bis 3. Warum, werden wir gleich sehen. i++. Und jetzt sagen wir hier Blöcke vertikal. Also for int j gleich 0, j kleiner 3. Achtung, auch hier fangen wir wieder bei 0 an. So, jetzt haben wir alle, also jetzt gehen wir durch jeden Block, den wir besitzen, einmal durch. Und innerhalb von jedem Block darf jede Zahl genau einmal vorkommen. Das heißt, wir gehen erstmal durch jede Zahl durch. Also sagen wir hier wieder, ich nehme diesmal Zahl z. Ich weiß, ich könnte k nehmen, aber k und l benutze ich später noch. Int z gleich 0, halt z gleich 1, Achtung hier. Z kleiner gleich 9 und z++. So, und hier drin müssen wir jetzt noch durch den einzelnen Block gehen. Also
wir wählen ja hier mit diesem int i und j, wählen wir einen eindeutigen Block aus, also sagen wir hier quasi 0, 1, 2, upsala, 0, 1 und 2, wobei das hier wäre, glaube ich, i und das hier wäre j, also i und furchtbar mit der Maus zu schreiben, j. Und jetzt können wir hier ja noch durch diese einzelnen Dinger durchgehen, also hier durch und hier durch. Und die haben wir noch nicht, deswegen sagen wir jetzt hier drin, okay, wir gehen durch den Block. Und da wir diesen Block auch logischerweise 3 auf 3 Felder haben, müssen wir da auch 2 Vorschleifen nehmen. Also haben wir hier quasi 5 Vorschleifen ineinander. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Int k gleich. So, wo fangen wir denn an? Naja, das hier ist das ite, das j plus erste Feld. Also wenn j gab meine Vertikale an, also meine vertikalen Blöcke. Also ist das hier j und das hier war i, Entschuldigung. Und ich sage, okay, ich möchte hier durchlaufen. Dann habe ich aber das Problem, ich muss irgendwie j und i in meine Berechnung einfließen lassen, denn hier kann ich auch durchlaufen. Ja? Das heißt, und hier natürlich auch dann, das heißt, mein k berechnet sich aus i und j. Und ich sage hier, okay, ich möchte gerne bei 3 mal i plus 1 anfangen. Plus 1 aus dem Grund, weil wir hier bei 0 angefangen haben zu zählen mit unserem Index. Und 3 mal, naja, 3 mal 0 ist 0, also dann sind wir hier an der Stelle, sprich der erste Block, 3 mal 0 plus 1 ist 1. Und wenn wir den zweiten Block nehmen, also den zweiten Reihenblock oder Spaltenblock in dem Fall, dann haben wir 3 mal 1 plus 1, was 4 ist. Und das hier ist das vierte Feld, wenn wir so lang zählen. Also 1, 2, 3. Hier ist 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, 3 mal i oder 3 mal j plus 1, je nachdem, ob wir nach unten oder nach rechts gehen, ist die richtige Art und Weise, hier mit k anzufangen. Also sage ich hier 3 mal i plus 1. Und jetzt will ich mit meinem k bis zu 3 mal i plus 3 gehen. Logischerweise genau 3 Schritte weit. Deswegen aber auch hier ein kleiner gleich. Ihr könnt ja auch einen echt kleiner und 4 nehmen, ist es egal, aber das wird euch wahrscheinlich klar sein. K++. Und dasselbe mache ich hier drin auch nochmal, nur dass ich das jetzt für die Spalte, für die Vertikale mache. Vertikale mache. Also ist eigentlich egal, ob jetzt mein i oder mein j, in welche Richtung das zählt. Es ist eh genau dieselbe Rechnung. Nur muss man es einheitlich machen. L gleich 3 mal j jetzt diesmal, weil ich habe ja gesagt, ich muss die andere Richtung nehmen. Plus 1. L kleiner gleich 3 mal j plus 3 und L++. So. Und jetzt kann ich hier drin wiederum was machen. Und zwar was Cooles. Okay, wir sind schon bei 20 Minuten drin, aber ich hoffe, ihr habt noch nicht die Lust verloren. Oh, hier fällt mir gerade auf, ich habe hier was ganz Furchtbares getan. Ich habe hier das J genommen, tut mir leid, es muss natürlich ein I sein. Deswegen ändern wir das gleich mal. Hier muss ein I hin, hier muss ein I hin und hier muss ein I hin. Also Achtung, dass ihr nicht irgendwie Tippfehler oder sowas reinbaut. So, und was wir jetzt machen, wir definieren uns Literale, also diese Dinger, die wir als mit P und Q bezeichnet haben, für den Satzsolver. Und der Satzsolver nimmt relativ witzige Sachen. Der nimmt einfach Integer Arrays für Klauseln. Das bedeutet, die Literale, also P, Q und R und so weiter, die True und False werden können, das sind tatsächlich Integer. Ich schreibe das mal kurz hierher. Eine Klausel sieht so aus. Es ist ein Integer Array und es besteht aus zum Beispiel 5, 6 und 7. Das würde bedeuten 5 oder 6 oder 7. Naja, und wenn man es mit nicht machen möchte, dann sagt man minus 7. Also das wäre jetzt sowas wie Literal 5 ist wahr, 6 ist wahr oder Literal 7 ist falsch. So sind die Dinge aufgebaut, das ist eigentlich ziemlich geil.
Was daraus folgt, ist, dass 0 logischerweise kein Literal ist, was man reinpacken darf, weil da ist minus 0 und 0 ist dasselbe, weil so kommt dann später auch das Modell raus. Das heißt, ihr müsst da aufpassen, ob ihr 0 oder, also 0 darf man halt nicht reinpacken. Da gibt es gleich einen Fehler. Und ja, jetzt definieren wir uns hier drin einfach mal unsere Literale. Und für ein Feld würde ich sagen, wenn wir jetzt hier nochmal zu meiner furchtbaren Zeichnung gehen, wo ich jetzt hier einfach mal alles wieder zurück mache, bis man es wieder lesen kann. So, jetzt. Okay, also sagen, wir haben ja angefangen hier mit, Moment, ich brauche eine kleinere Strichstärke. Wir haben hier angefangen mit einer 1. Das ist die 1 gewesen und das war auch die 1. Wir gehen hier runter bis zur 9 und hier auch bis zur 9. Das bedeutet, das Feld hier ist 9, 9 und das Feld hier ist 1, 1. Was ich mir jetzt überlegt hatte, jedes Feld kann ja eine Zahl haben, also zum Beispiel hier kann eine 2 drin stehen. Das wäre Feld, naja, 1, 2, 3, 4, 5, also 5 und, also 5 in der Zeile und in der Spalte wäre es 8. So, und wenn da eine 2 drin steht, dann dachte ich mir einfach mal, naja, die vernünftigste Bezeichnung dafür wäre Zeile, Spalte, Zahl. Einfach 5, 8, 2 als Literal benutzen. Und das möchte ich jetzt hier mit euch überall machen. Das heißt, wir schreiben uns hier oder wir definieren uns hier die Literale für die Felder. Und ja, dann werden sie berechnet und in den Solver gepackt. Das heißt, wir generieren hier erstmal alle neuen Belegungen, die wir benutzen wollen. Also hier, sagen wir mal, jedes Feld kann nur eine Variable haben. Das heißt, ich mache mal eine neue Zeichnung hier. Okay, keine neue Zeichnung. Wir machen hier einfach Platz nebendran. Wo ist die Maus hin? So. Und sagen hier, okay, jede Zahl darf in jedem Feld nur einmal vorkommen. Das heißt, das ist unser Feld, hat hier eine Zeile Z und eine Spalte S und dann hat es die Zahlen 1 bis 9. Das heißt, wir haben hier Z, Zeile, Spalte 1, Zeile, Spalte 2 und so weiter bis hin zu Zeile, Spalte 9. Und es darf nur eins davon wahr sein, also ein einziges, und die anderen müssen alle falsch sein. Es darf ja nicht mehr als eine Zahl in einem Feld stehen. Das heißt, wir sagen hier, okay, nur eins wahr. Das schreibe ich jetzt hier nicht hin, weil sonst müsste ich mit meiner Maus noch mehr schreiben und das will keiner, glaube ich, lesen. Also sagen wir hier einfach mal, wir generieren uns die Literale und diese Funktion, dass nur eins wahr ist, die definieren wir uns später noch. Da kommt noch ein bisschen mehr auf euch zu. So, also sagen wir jetzt hier einfach mal die Literale. Übrigens, dieses mit dem nur 1 war, das ist überall so. Okay, wir sagen hier int literals ist gleich new int 9. Weil es ist ja logischerweise, es gibt 9 Varianten davon, nämlich ZS1 bis ZS9. Was anderes kann es dafür nicht geben. Und jetzt füllen wir hier einfach diese Literale mit dem, was da alles möglich wäre. So, sagen wir einfach mal Literals an der Stelle k-1. Achtung, k läuft von 1 bis 9 durch. Das heißt, wir müssen mit 0 anfangen, deswegen -1. Wir dürfen auch nicht bis 9 gehen, sondern nur bis 8. Und dann sagen wir hier, okay, 100, das ist die Zeile hier außen, 100 mal diese Zeile, also 100 mal i, plus, und jetzt Achtung, 10 mal die Spalte, plus die Zahl. Ups. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, wir schreiben die Zahl vorne hin, die Zeile vorne hin, die Spalte an die zweite Stelle und die Zahl hinten. Und das ist im Prinzip alles. Und jetzt wollen wir hier tatsächlich dann, dass jedes davon nur ein einziges Mal wahr wird. Also, dass nur eine von diesen Literalen hier wahr sein kann. Und deswegen schreiben wir uns eine neue Methode. Generate, ich habe sie Generate Only Once Clauses genannt. Und die nimmt einfach Literals. So, das gibt uns jetzt einen Fehler, ist aber nicht schlimm. Aber diese Berechnung hier, die können wir uns kopieren. Und zwar das hier auch. Das heißt, wir schreiben das überall hin im Prinzip. Wir sagen, okay,
wenn wir uns das andere mal angucken, ich gehe nochmal kurz zurück auf die Zeichnung, hier gehen wir zwar durch alle Zahlen durch, aber es darf trotzdem nur genau eins davon wahr sein. Das heißt, für jede Zeile, also 1, 2, 3 und für jede Zahl, also zum Beispiel die 1, 1, also erste Zeile und die Zahl 1, da darf jede Spalte nur einmal drin vorkommen. Sprich, wir sagen, okay, dieses Mal iterieren wir eben über diese Spalten drüber und sagen hier, wir berechnen es genau gleich wieder. Deswegen habe ich übrigens auch überall K und I und J nicht vertauscht, außer ganz unten. Nur, dass wir hier jetzt über J die Literale definieren. Und dann sagen wir auch wieder, es darf nur eins davon wahr sein, alle anderen bitte nicht. So, und das machen wir hier unten auch nochmal für den dritten Fall. Also wir kopieren uns diese Literale, denn es darf ja immer nur genau eins davon wahr sein. Berechnen tun wir die Dinger immer noch genau gleich. Und hier müssen wir allerdings jetzt über i iterieren, logischerweise. Denn i ist die innere Variable, sonst haben wir immer nur einen Wert überschrieben, was ein bisschen blöd wäre. Und es darf wiederum nur eins davon wahr sein, denn es darf ja auch in jeder Zeile nur einmal jede Variable vorkommen. Okay, so, bisschen komplizierter wird es bei den Blöcken. Hier müssen wir nochmal neu ran und alles durchrechnen. Und hier sind hier innen drin übrigens 9 Schritte. Also hier sind 3 Schritte und hier sind 3 Schritte. 3 mal 3 sind 9 Schritte. Also müssen wir hier die Literale definieren. Ich kopiere es trotzdem mal, weil die Definition unterscheidet sich ja nicht. Und was ich hier gemacht habe, ist ein Counter, weil es einfach einfacher wird, da durchzuzählen, wenn man sich einen Counter schreibt. So, und dann sagen wir hier, okay, wir nehmen uns die Literale und die schreiben wir jetzt halt an der Stelle vom Counter. Und zwar 100 mal, Achtung, 100 mal die Zeile, also das hier ist jetzt mal die Zeile, K plus 10 mal die Spalte, L plus die Zahl am Ende, also das Schema ist immer noch dasselbe, nur dass wir jetzt halt hier die Berechnung ein bisschen anders gemacht haben und wir sagen hier unten, den Counter erhöhen wir um 1, weil wir hier nicht irgendwelche behinderten Berechnungen machen wollen, was jetzt das erste Element ist, so geht es einfach schneller. Und dann sagen wir hier, okay, es darf trotzdem nur 1 wahr sein, denn es darf in jedem Block auch nur jede Zahl genau ein einziges Mal vorkommen. Gut. So, und was wir jetzt haben, ist schon mal relativ gut. Jetzt sagen wir einfach, okay, wir wollen diese Methode hier noch schreiben. Dazu klicken wir einfach auf dieses Generieren von dieser Methode. Und was wir hier drin machen, das ist jetzt sozusagen die ganze Magie. Und hier geht es jetzt tatsächlich auch wieder ein bisschen in die Logik rein. Ich habe hier mal was für euch aufgemacht. Und zwar werden wir jetzt hier uns mal eine Funktion angucken. Nämlich sagen wir mal, wir haben... fangen wir mit einer dreistelligen Funktion an, also a, b und c und ich mache das mal alles ein bisschen größer. Aufschrift, keine Ahnung, vielleicht 20. So kann man das, glaube ich, ganz gut lesen. So, und jetzt haben wir hier die Belegung 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ups. Okay, wir haben 8 verschiedene Variablenbelegungen, denn 2 hoch 3 ist 8, wie wir bereits wissen. Und jetzt wollen wir Folgendes haben. Wir wollen, dass nur eins davon wahr ist, also genau 1. Nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, wir können es nicht verodern, wir können es nicht verunten, aber wir wollen es als solches darstellen. So, und jetzt schauen wir mal hier. Achtung, wir brauchen die KNF davon. Also jetzt schauen wir mal hier. Hier ist keins wahr, das heißt, es ist nicht das, was wir suchen. Hier ist genau 1 wahr, nämlich das C. Das ist für uns in Ordnung. Hier ist das B wahr, das ist auch für uns in Ordnung. Hier ist B und C wahr. Das wäre so, als würde in unserem Feld eine 8 und eine 9 drin stehen. Das geht aber nicht, das wollen wir nicht. Das heißt, das ist falsch. So, hier ist jetzt die 7 wahr, sagen wir mal einfach so, okay. Also 7 alleine darf dastehen, aber 7 und 9 geht nicht, 7 und 8 geht nicht und alle 3 geht schon dreimal nicht. Und was wir jetzt hier sehen ist, wir haben das hier. Und zwar sehen wir, das ist jetzt, keine Ahnung, ich nenne es einfach mal Res für Resultat. Das hier ist jetzt sozusagen unsere Wahrheitstabelle für das, was wir hier wollen. Wir suchen immer genau die
die nur ein einziges Mal wahr werden. Und jetzt müssen wir das Ganze dooferweise als KNF, nicht als DNF schreiben. Das heißt, wir suchen diese Werte hier negiert. So, was wir jetzt machen, ist ein bisschen kompliziert. Jetzt sagen wir einfach, übrigens tue ich die jetzt tatsächlich mal als 1, nicht als 1, 1 ist doof, als 7, 8 und 9 für die Literale definieren, damit ich hier hinten einfach besser damit umgehen kann und schneller tippen kann, weil wir sind schon bei 30 Minuten. Und im Prinzip ist es nichts Neues. Was wir hier jetzt suchen, ist folgendes, nämlich die Wahrheitstabelle von diesem Ding in KNF. Und dazu machen wir folgendes, wir suchen uns die Werte raus, die falsch sind, das habe ich euch schon gezeigt, und negieren das Ganze dann. Und das verodern wir. Also sagen wir hier, okay, 7 muss falsch sein, das heißt not 7. Ihr kennt die Schreibweise aus Java. Die kann ich jetzt hier benutzen, weil ihr logischerweise alle Java könnt. Also not 7 oder not 8 oder not 9. Ups. Das ist sozusagen dieses Ergebnis hier negiert. So macht man das für eine DNF. Das hier ist 1, das ist 1, das können wir überspringen. Hier sagen wir dann, okay, fangen wir weiter an oder machen wir weiter. Hier ist es not 7 oder 8 oder 9. Achso, und was wir auch noch dringend machen müssen ist, wir müssen das ja immer negieren. Also wenn hier eine 0 steht, dann müssen wir hier eine 1 hinpacken. Das heißt, ich habe euch gerade in die Irre geleitet und wir müssen das hier so machen. So, und hier müssen wir das auch machen. Also hier muss die 7 so hin und hier muss mit not alles hin. So, wenn ihr nicht wisst, was ich gerade mache, ich merke es offenbar gerade selber, dass ich irgendwie nicht ganz weiß, was ich mache, aber ich weiß es eigentlich doch. Schaut euch das Video dazu an. Das nennt sich irgendwas mit Wahrheitstabellen aus, Normalformen aus Wahrheitstabellen. Sowas in der Art müsste das sein. Gut, dann suchen wir uns hier noch raus, okay, 7, not 7 oder 8 oder not 9 und hier ist es dementsprechend not 7, 7 oder not 8 oder die 9 und hier ist es sogar not 7 oder not 8 oder not 9. So, und wenn wir das jetzt erweitern auf die vollen 9 Variablen, die wir haben, dann haben wir das, was wir suchen. Man kann es ganz easy machen und zwar kann man sagen, ich schaue mir einfach das an, was da so passiert, nämlich ich iteriere durch alle Möglichkeiten, die ich habe, also durch alle 8, beziehungsweise in unserem Fall dann, weil wir ja 9 Variablen hier haben, durch alle 2 hoch 9 Möglichkeiten iteriere ich durch. Das möchte ich gleich noch mit euch machen, das Durchiterieren. Und bei diesem Durchiterieren schaue ich, kriege ich hier in der Summe so raus, dass genau eine wahr ist. Also in dem Fall, wenn ich jetzt die False mit 0 und True mit 1 markiere, dann addiere ich die einfach und wenn hier 1 rauskommt, dann habe ich was True ist, das heißt, ich kann es überspringen. Ansonsten habe ich was False ist, also kann ich es addieren und benutzen. Ja, und das machen wir jetzt direkt mal. Also gehen wir wieder zurück auf unser Java. Wir iterieren durch alles durch. Allerdings brauchen wir vorhin noch ein paar Abfragen. Und zwar sagen wir, wenn unsere Literale nicht genau 9 Stück sind, also wenn literals.length ungleich 9, dann gehen wir zurück oder return einfach, machen gar nichts. Und wenn unsere Literale ungültig sind, also wir irgendwie unsere Literale nicht richtig benutzt haben, was ist das hier? Achso, ja. Ich könnte auch einfach hier schreiben, ja, so, jetzt. So wollte ich das. Und wenn unsere Literale irgendwie ungünstig formuliert sind, also nicht nach der Form, wie wir sie uns definiert haben, hier drüben, wartet, ganz kurz, hier ist das. Wenn sie nicht von dieser Form sind, dann wollen wir auch einfach zurückgehen und sagen, nö, interessiert uns nicht, ignorieren wir einfach mal.
Sollte aber eigentlich nie passieren. I gleich 0, I kleiner 9 und I plus plus. So. Und jetzt sagen wir hier, okay, seid ihr gültig? Und das sind sie, indem wir schauen. Literals an der Stelle I durch 100, wenn das gleich 0 ist, oder, also das wäre dann, dass hier eine 0 steht. Jetzt schauen wir, ob hier eine 0 steht und danach schauen wir, ob hier eine 0 steht. Wenn eins davon so ist, dann ist es irgendwie ein ungültiges Literal. Literals anstelle I durch 10 kleiner 10 oder oder habe ich schon Literals an der Stelle I ist kleiner als 100. So. Wenn das der Fall ist, dann gehen wir auch einfach zurück und machen gar nichts. Und ansonsten können wir jetzt weiterarbeiten. So sind sie ja alle definiert. Und jetzt habe ich eine kleine Entspannung für euch. Ich habe euch einfach mal was kopiert. Einen Haufen Vorschleifen, die euch eigentlich so gar nicht interessieren. So, das sind 9 Vorschleifen mit den Buchstaben I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Und zwar sind es ein bisschen speziellere Vorschleifen. Die machen einfach nichts anderes als ein Bit flippen. Also sozusagen, sie iterieren von True auf False. Achtung, unser False ist hier, beziehungsweise sie iterieren von False nach True, um genau zu sein. Unser False ist hier -1. Das heißt, wir fangen an mit alles -1 und dann gehen wir aber nicht auf 0, sondern wir gehen direkt auf 1. Wie ich euch erzählt habe, sind die, ich habe es schon weggetan, verdammt, sind die Literale so aufgebaut in den Clauses. Klausel ist gleich so ein Int-Array und wenn die Zahl negativ dasteht, also zum Beispiel -7, dann bedeutet es, dass Literal 7 falsch ist in dieser Klausel. Und deswegen sagen wir jetzt hier, okay, wir nehmen einfach -1 und 1 und multiplizieren damit. Deswegen sagen wir hier, wir definieren uns jetzt hier in Clause, int Clause ist gleich new int 9. So. Und jetzt schreiben wir da einfach rein. Aber Achtung, wir prüfen noch vorher, ob das, was ich euch gerade hier erzählt habe, ob das der Fall ist. Also, wenn wir unsere Sachen addieren, und jetzt Achtung, es kommt nicht 0 raus, I, aber das erzähle ich euch sofort. Ich tippe kurz fertig. I, K, R, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, halt, stopp, zu viel. So, so, wenn ich jetzt alle aufeinander addiere, dann darf nur 1 wahr sein. Und wenn dieses eine wahr ist, dann sind wir in dem Fall hier, sprich wir lassen die Klausel einfach komplett raus. Also wir überspringen sie sozusagen und überspringen kann man in Schleifen wunderbar modellieren. Achtung, mit Continue. Achtung, was ich gerade gesagt habe. Ich prüfe hier quasi, ob wir hier 7 rauskriegen. Also 7 quasi, ich zeige es euch. Wir haben hier jedes Mal, wenn wir bei True sind, haben wir eine 1. Also haben wir 1 plus 1 plus und so weiter. Und das haben wir 8 mal 1. Aber einmal haben wir was Falsches da. Und das wollen wir rausfiltern. Nämlich dieses -1. Also kriegen wir hier 7 raus. So. Und ja, deswegen schauen wir, ob wir hier 7 rauskriegen. Wenn wir 7 rauskriegen, dann überspringen wir das Ganze und machen beim nächsten wieder weiter. So. Okay, jetzt müssen wir hier die Clauses noch definieren. Clause von 0 ist gleich I mal Literals von 0. Von 0. Und so weiter und so fort, bis wir bei 8 ankommen. Das lasse ich euch jetzt auch mal selber abtippen. Das muss man nicht so unbedingt hinhauen. Das ist, glaube ich, relativ einleuchtend, dass die alle gleich funktionieren. Ich habe ja extra so gemacht, dass ich hier komplett durchlaufe. So, und dann muss ich noch Folgendes machen, nämlich solver.addClause. Hier brauchst du ein new vec int, warum auch immer. Vec
int, so, und hier geben wir eben den Clause rüber, also den int-Array quasi in einen vernünftigen Clause umwandeln. Warum das Ganze jetzt hier einen Fehler schmeißt, ist folgendes: Wir haben hier eine Try and Catch, die wir brauchen. Genau. So, jetzt haben wir hier schon mal alle, also so gemacht, dass überall hier, wo wir diesen Aufruf haben, haben wir dem Solver jede Variable so hinzugefügt als KNF, dass tatsächlich nur eine Belegung erlaubt ist. Also nur eins von diesen Sachen, die wir hinzugefügt haben, wahr ist. So, und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist, wir sagen hier unten irgendwo, wenn ich das jetzt noch finde, die geht bis hier, dann brauchen wir es hier. Hier sagen wir einfach add Sudoku Clauses, Sudoku Clauses, so. Und fügen hier jetzt in dieser Methode alles hinzu von dem Sudoku, was wir wollen. Achtung, die Notation muss jetzt natürlich richtig sein. Das heißt, ihr schreibt jetzt hier, solver.add clause, dann hier rein a new weg int, Klammer, Klammer, hinten logischerweise ein Semikolon, und hier in diesen new weg int schreibt ihr folgendes: new int, und da muss dann einfach nur eine einzige Variable rein. Hier kommt quasi rein, okay, nee, das ist die falsche, ich will eine Zeichnung, und zwar die hier. Hier muss rein, wenn jetzt hier fix eine 2 schon vorne drin steht, also tatsächlich vorgegeben ist, ihr habt ja nicht irgendwelche allgemeinen Sudokus, die komplett leer sind, sowas könnte jeder füllen, aber wenn hier wirklich eine 2 schon drin steht, dann sagt ihr, okay, 5, 8, 2 ist auf jeden Fall wahr, und da die ganzen Dinger mit unverknüpft sind, muss ich nichts weiter machen, als hier 5, 8, 2 einzutippen. Denn dann ist diese Variable auf jeden Fall wahr. So, und da das Ganze ein Try and Catch ist, brauchen wir hier auch wieder Try and Catch. Ich habe was vorbereitet für euch. Einfach mal abtippen und vor allem nicht nur abtippen, sondern euch auch mal das Sudoku aufmalen und dann auch mal ausprobieren, ob ihr das so hingekriegt habt oder ob ihr es von Hand wirklich rausgekriegt hättet. Das soll laut dem hier sehr, sehr schwer sein, das Sudoku, aber ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit den Dingern eigentlich nur so aus, als dass ich weiß, wie man sie per Computer lösen kann. So, und was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir haben gesagt, anstelle 1, also ganz oben, ganz links oben muss eine 2 stehen, dann ein Feld frei, dann eine 5 und so weiter und so fort. Ihr könnt es hier einfach mal abtippen, ich lasse gerade mal kurz so. So, und jetzt wollen wir logischerweise noch die Lösung berechnen. Und die Lösung berechnen wir unterhalb von diesem add Sudoku Clauses. Da sagen wir folgendes: Wir machen aus diesem Solver ein iProblem ist gleich Solver. Und jetzt sagen wir hier, okay, wenn unser Problem if problem.is satisfiable, das heißt, wenn es eine Lösung dafür überhaupt gibt, dann machen wir das hier. Wir sagen int array model, also das Modell, das quasi diese Lösung darstellt. Zu Modellen erzähle ich euch das nächste Mal wieder was. Ist das Problem.Modell, und dann müssen wir das noch irgendwie ausgeben, deswegen hätte ich gerne eine Print Sudoku Methode über Model, und ja, wenn es nicht satisfiable ist, dann gibt es keine Lösung dafür, das kann es auch mal geben, dann schreiben wir einfach raus unsat, also nicht, nicht lösbar, und sind dann auch schon fertig. So, was wir jetzt noch für ein Problem haben, ist folgendes. Ich habe das ist gleich vergessen. Und hier sollte theoretisch auch noch irgendwo ein Try and Catch gefordert werden. Und diese Print Sudoku Methode, die brauchen wir logischerweise auch noch. Hier, die braucht den Try and Catch. Und so, darauf habe ich gewartet. Genau, jetzt brauchen wir noch die Print Sudoku Methode. Und ja, die ist eigentlich relativ simpel. Ich habe mir einfach gedacht, okay, wir machen Schrägstriche, wenn es in ein neues Kästchen übergeht, und wir machen Bodenstriche, wenn es nicht in ein neues Kästchen übergeht. Ich kopiere mir das auch mal und erkläre es euch dann einfach kurz. Wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde, tut mir auch furchtbar leid. Ich hoffe, ihr habt trotzdem irgendwie Freude daran, macht euch auch irgendwie Spaß. So. Okay.
jetzt. So, also was machen wir hier? Wir sagen, okay, aus unserer Matrix, Achtung, hier bei diesem Model kommt auch kommen auch die ganzen Variablen mit False raus. Das heißt, wenn es zum Beispiel an einer Stelle, sagen wir mal hier, steht keine 3, weil da steht ja eine 2, also steht keine 3 da, das heißt, da kommt auch dann minus 583 raus, also minus dafür, dass es nicht da steht, 5,8 für die Position und die 3 für die Zahl, das heißt, es kommt für jedes Literal kommt quasi eine Lösung raus, also haben wir hier tatsächlich auch wirklich alle Literale vertreten und wir filtern jetzt einfach mal raus, dass nur die positiven drin sind. Das heißt, ja, ich habe hier bei mir auch noch so eine kleine Fehlerbelegung drin gehabt, weil ich da ein paar Bugs drin hatte. Das heißt, wir haben genau 81 Lösungen, nämlich 9 mal 9 Variablen, die dann am Ende auch wirklich positiv sind. Wenn mehr rauskommt, dann kommt halt Doppelbelegung oder Error more than number. Ja gut, das ist eigentlich dasselbe. Egal, was wir hier machen ist, wir schauen einfach, ob es tatsächlich positiv ist und wenn ja, dann fügen wir es dieser Matrix hinzu. Ansonsten lassen wir das Ganze. Das ist, wie gesagt, nicht so wirklich Magic. Wir nehmen halt einfach nur das, was auch wirklich wahr ist. Die Falschbelegung brauchen wir ja nicht. Okay? Und hier sagen wir dann einfach, wir iterieren durch. Wir wissen ja jetzt, dass die Matrix genau 81 Einträge hat. Und wir iterieren jetzt durch, sagen, okay, i mal 9 plus j ist irgendwann 81, geht von 0 bis 81 durch. Und ja, hier wollen wir dann halt nur die letzte Zahl, also sprich nur das allerletzte Element sehen, weil da steht ja die Zahl drin kodiert, wir erinnern uns. Das hier gibt uns die Zahl an und wenn wir diese ganze Zahl modulo 10 teilen, modulo bedeutet, alles was größer ist als 10, fange ich wieder von 0 an zu zählen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 und so weiter und so fort. Das heißt, wir zählen 58 Mal bis 0 und einmal dann halt bis zur 2. Das heißt, am Ende steht nur noch die 2 da. Und das Tolle ist, dann haben wir am Ende auch wirklich eine 2 stehen, wenn wir hier modulo 10 rechnen, geben diesen Schrägstrich aus und dann halt diese Pfeile. Wie gesagt, diese Print-Sudoku-Methode ist jetzt keine Magie mehr. Das Eigentliche haben wir schon hinter uns. Und wenn wir jetzt dieses Sudoku hier lösen wollen, dann klicken wir einfach auf Los, warten ab und haben hier unsere Lösung. Und ihr seht, es ist ein vollständiges Sudoku und es hat wirklich nicht lange gedauert, bis es gelöst wurde. Das ist sozusagen der erste Eintrag links oben und das ist der Eintrag rechts unten. Das heißt, man kann es auch einigermaßen lesen, nicht wirklich gut, aber es funktioniert. So, ich gebe euch jetzt logischerweise den Auftrag, ihr dürft es gerne mal selber durchrechnen und ja, schaut dann einfach mal nach, ob es gestimmt hat oder ob nicht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein Riesenvideo, ich weiß. Aber ja, war auch ein großes Thema. Und ja, eine schöne Anwendung. Das heißt, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal.